Es war von mir ein Kindheitstraum, dass ich Uhrmacher werden wollte. Und als es dann soweit war, als ich in das Alter kam, hat man dann zu mir gesagt, ja, du kannst alles lernen, außer Uhrmacher. Hab dann Werkzeugmacher gelernt, weitergelernt als Elektroniker noch. Und als ich dann fertig war, 10 Jahre später sozusagen, kam dann die Renaissance der mechanischen Uhr. Und dann war das für mich die Zeit zu sagen, ja, mir hat es immer noch Spaß gemacht, die Uhr. Bin ich dann in die Schweiz ausgewandert, habe dann dort gearbeitet in der Uhrenindustrie, war dann dort verantwortlich, dass die Teile hergestellt wurden, dass, wenn es nicht möglich war, dass ganze Maschinen gebaut wurden, um diese Teile herzustellen. Und so war ich dann in der Uhrenindustrie beschäftigt. Als ich dann 10 Jahre selbstständig war, habe ich mir gedacht, mein Gott, irgendwann war es doch mal mein Kindheitstraum, dass ich mir mal eine eigene Uhr baue. Und das habe ich dann angefangen, so ich sage mal nach Feierabend mit einem ganz kleinen Team. Und so ist dann eine kleine Abteilung entstanden in der Firma Lehmann, wo Uhren herstellt, also sprich Lehmann Uhren. Und ein paar Jahre später kam die Firma Leica auf uns zu und hat gefragt, ob wir uns das vorstellen könnten, also der Andreas Kaufmann, ob wir uns das vorstellen könnten, eine Uhr zu machen, Made in Germany, zu entwickeln, die Teile herzustellen und eben dann auch zu produzieren. Und so haben wir dann mit dem Herrn Kaufmann als Initiator und mit dem Achim Heine als Designer eine Uhr gemacht mit sehr viel Leica-DNA. Das war eine sehr interessante Zusammenarbeit. Wir haben wirklich geschaut, dass wir möglichst viele, ich sage wirklich DNA aus der Kamera in die Uhr gebracht haben, dass wir eine Gangreserveanzeige gemacht haben, die im Prinzip so anmutet, als wäre es eine Blende. Wir haben einen patentierten Sekundenstopp reingemacht über eine Triggerkrone, was eigentlich auch nicht üblich ist. Wir haben eine zweite Zeitzone, die auch mit einer Tag- und Nachtanzeige ausgestattet ist, Datum-Schnellschaltung. Es ist wirklich eine sehr schöne Uhr geworden, schlicht, aber doch sehr kompliziert mit sehr vielen Funktionen drin. Und man muss sagen, nahezu alle Teile sind bei uns hergestellt. Das heißt, vom Gehäuse angefangen, über Zifferblätter, über Drückersysteme, weiter bis zu den Uhrwerketeilen. All die Dinge werden bei uns in der Firma hergestellt, getestet dann, kontrolliert und nachher als Uhr verbaut. Was auch wichtig ist für mich immer zu erwähnen, gerade bei dieser Uhr haben wir weit über 220 Teile drin. Es sind Teile dabei, die haben eine Größe von einem Durchmesser vielleicht von 0,4 mm und eine Länge von 0,8 mm. Wenn man sich das vorstellt, man kann das nahezu nicht sehen mit dem bloßen Auge. Und diese Teile müssen alle montiert werden, müssen alle zusammenspielen. Und was die wenigsten Leute wissen, gerade beim Herstellen von einer Uhr hat man eine Toleranz, eine Freimaßtoleranz für die Techniker unter ihnen von plus minus einem Hundertstel Millimeter. Und alles, was toleriert ist, ist genauer. Das heißt also, wir müssen oftmals im Tausendstel von Millimeter genau arbeiten, um nachher die Funktion zu gewährleisten von dieser komplexen Uhr. Unser Vorteil hier in der Firma Lehmann ist natürlich, dass wir den Großteil der Teile bei uns herstellen. Das ist ein Vorteil, hat natürlich manchmal auch den Nachteil, dass es anstrengend ist. Man muss es auch hinbekommen. Und sei es bei den Uhrwerketeilen, aber eben auch bei Dingen wie zum Beispiel dem Zifferblatt, wo doch 80% des Gesichtes einer Uhr ist das Zifferblatt. Und wir können doch jedes Teil selbst bei uns herstellen. Wir machen die Farben, wir machen die Galvanik, wir machen die Zeiger und die Indizes. Und wenn wir merken, gerade am Anfang mit dem Achim haben wir Versuche gemacht und haben gesagt, Mann, das sieht einfach nicht so gut aus. Und dann konnten wir relativ schnell, sind wir hingegangen, haben das Design ein bisschen geändert, haben das angepasst und waren dann sehr schnell wieder dort, wo wir gesagt haben, wow, jetzt gefällt es uns. Die erste Uhr, die wir hergestellt haben, war eine Uhr aus Edelstahl mit einem Edelstahlgehäuse.
Die Uhr ist sehr gut geeignet, finde ich, dass wir auch verschiedene Abwandlungen machen können. Wie zum Beispiel haben wir hier jetzt eine Uhr gemacht, monochrom, komplett in schwarz, also auch schwarzes Gehäuse. Wir sind jetzt dran, verschiedene Zifferblätter zu machen. Wir sind auch dran, an einer Uhr komplett aus Titan herzustellen. Also wir haben mit dieser Uhr, denke ich, einen Volltreffer gelandet. Wir können die wirklich in verschiedensten Ausprägungen machen, verschiedenste Materialien, verschiedenste Spezifikationen. In dieser Uhr steckt natürlich nicht nur die Leica DNA drin, sondern eben auch mein Herzblut, ja, weil ich von der ersten Sekunde an dabei war, vom ersten Pinselstrich bis zu der letzten Schraube, die wir herstellen. Das ist natürlich auch meine Uhr, logisch.